Als allererstes nehmen wir uns unsere Zwiebel und schneiden sie in Würfel. Dann nehmen wir uns auch schon unsere Knoblauchzehe und würfeln sie ebenfalls. Wichtig ist, dass wir erstmal 500 Gramm Spinat waschen, es sei denn, wir nehmen TK-Spinat. Nun geben wir Zwiebeln und Knoblauch in unseren heißen Topf und braten das Ganze etwas an. Anschließend geben wir unseren gewaschenen frischen Spinat hinzu. Den Spinat würzen wir dann mit Salz und Pfeffer. Schließlich nehmen wir uns unseren Lachs. Wir haben hier Lachs mit Haut, weshalb wir erstmal die Haut entfernen müssen. Als nächstes nehmen wir uns unsere Zitrone, halbieren sie und drücken sie über unsere Lachsstücke aus. Mit Salz und Pfeffer wird alles wieder gewürzt. Im Anschluss nehmen wir uns unseren Blätterteig, den wir vorher schon aus dem Kühlschrank geholt haben, und rollen ihn vorsichtig aus. Mit der Messerrückseite drücken wir uns eine Linie an. Die Flüssigkeit aus dem Spinat müssen wir raussieben. Anschließend kann unser Spinat auf der Hälfte des Blätterteigs verteilt werden. Als nächstes nehmen wir uns unseren Lachs und legen ihn auf unser Spinatbett. Jetzt wird der restliche Spinat noch auf den Lachs getan. Wichtig dabei ist, dass wir einen Rand lassen. Nun verschließen wir das Ganze mit Hilfe unserer Markierung, indem wir die andere Seite mit der leeren Seite zudecken. Die Ränder werden dann aneinander gedrückt und das Ganze wird dann noch zusammen komprimiert. Das Ganze wenden wir dann einmal, um sicherzustellen, dass unser Teig wirklich verschlossen ist. Dann nehmen wir uns unsere Form, fetten sie kurz ein. Anschließend können wir auch schon unseren Lachs im Blätterteig vorsichtig in die Form geben. Unser Ei dürfen wir nicht vergessen. Jetzt trennen wir unser Eigelb vom Eiweiß. Zu guter Letzt nehmen wir uns unser Eigelb, verquirlen das Ganze miteinander, anschließend bestreichen wir großzügig unseren Blätterteig. Abschließend wird das Ganze großzügig mit Sesam bestreut. Das Ganze geht dann für 30 Minuten bei 200 Grad in den Ofen oder Airfryer. Passend dazu ist eine Honig-Senf-Soße, weshalb wir uns etwas Senf und Honig nehmen und das Ganze einmal miteinander verrühren. Dazu geben wir noch getrockneten Dill, man kann auch alternativ frischen Dill wählen. Und dann haben wir unser Snack Time.